Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie im letzten Video versprochen, legen wir auch direkt los mit meiner Schwiegermama. Sie sitzt hier daneben. Anneciğim, sen buradasın. Ich werde nämlich zum allerersten Mal selber Lahmacun machen. Viele, die das Wort nicht kennen, türkische Pizza, vielleicht sagt euch das was. Das werde ich zum allerersten Mal machen. Ich habe mich da noch nicht rangetraut. Also was ich unbedingt von meiner Schwiegermama lernen möchte, ist so ein bisschen mehr diese Teigsachen. Da bin ich echt nicht so gut drin. Vor allem so die Teige so schön dünn mit diesem dünnen Stab, auf Türkisch auch Oklava genannt. Damit kann ich noch nicht so gut umgehen. Von daher muss ich da noch so ein bisschen lernen. Aber wir legen direkt mit dem Teig los, denn der sollte auch jetzt so ein bisschen 2 saat mi duracak hamur. Ja, 1-2 Stunden sollte der Teig jetzt so ein bisschen ruhen. Deswegen machen wir den. Wie auch letztes Mal schon gesagt, das ist jetzt so richtig klassisch türkisch. Das heißt, hier geht alles nach Augenmaß und ich werde jetzt nicht meine Küchenmaschine benutzen, die jetzt schön den Teig in Ruhe kneten könnte. Nein, wir nehmen auch die Hände. Auch hier, es gibt super viele Rezepte online, wie der Teig gemacht wird. Also viele benutzen wirklich, also es gibt da wirklich unterschiedliche. Aber klassisch eigentlich so nur Weizenmehl, Salz und Wasser. Mehr nicht. Da ist der Teig zwar ein bisschen härter und schwerer zu verarbeiten, eben schwerer zum Ausrollen, aber so werden die Lahmacun eben extrem knusprig. Also, ich lege jetzt los. Ich mache jetzt hier aus 2 Kilogramm Mehl, werde ich jetzt den Teig machen. Ich denke, das sollte dann so für uns alle reichen. Mal gucken. Mein Mann hat ja auch extra noch so einen Ofen oder wie man sowas nennt, gekauft, zeige ich euch dann. Ihr könntet theoretisch später den Lahmacun oder beziehungsweise die türkischen Pizzen auch im Backofen backen. Also wenn ihr zum Beispiel auch so ein Pizzablech habt oder so. Das würde, ach so, ich sag 4 Zutaten. Hefe habe ich vergessen. Ein bisschen Hefe kommt da auch rein. Tasemeier, dimmer. Also keine 4 Zutaten, sondern 5. 1, 2, 3, 4 Zutaten. Ach, also ihr macht einfach den Teig, deswegen auch am besten mit den Händen, weil so könnt ihr jetzt einschätzen, wie viel Wasser da reinkommt. Also, ich gebe jetzt hier das Mehl rein. Schwiegermama guckt hier und sagt, ob ich alles richtig mache. Şimdi tuz mu önce dökeyim? Tuz. Ne kadar? Şöyle bak. Buranın tuzunu ben bilmiyorum işte. Normal tuz. Habe ich ungefähr das ist schon wie so ein Esslöffel. Salz, die Hälfte von der Hefe, das werden dann ungefähr, das sind 42 Gramm, also sagen wir 20 Gramm Hefe. Schön immer. So, also die Hälfte von dem Klotz, das sind ungefähr 20 Gramm, nehmen wir für jetzt die 2 Kilogramm Mehl. Böyle yarısı alıyorum. Mehl, Salz, Hefe und Wasser. So, Schwiegermama sagt, ich soll jetzt die Hefe mit dem Wasser so ein bisschen auflösen. Ich mache jetzt hier so ein bisschen. Koyuyorum böyle. Soğuksun mu? Soğuk. Sıcak olsun. Sıcak mı olacak? Oh, okay. Birlik yani. Das Wasser soll lauwarm sein. Da vermische ich jetzt nochmal hier das Wasser mit. Zum Glück haben wir hier ein bisschen gekochtes Wasser. Şimdi böyle erittim. Erittin. Hemen çok biraz daha soğuk. Biraz daha döküyorum. Yani güzel güzel başla şey etme karma. Nasıl? Şöyle mi? He. Doğru mu yapıyorum? Doğru doğru. Doğru? Ich frage, mache ich richtig? So oft knete ich nicht Teig mit der Hand. Wir haben ja den Luxus von Küchenmaschinen, aber wir machen das nasse. Şöyle mal. Das ist ja Workout, aber leider nur für einen Arm. İki elle. 2 elden mi? Öyle. Ja, so geht's jetzt besser. Mit 2 Händen. Ja, bu böyle. Ich sag ja, Armworkout für heute dann. Okay, Schwiegermutter übernimmt jetzt ein bisschen, um mir zu zeigen, wie sie so mit dem Teig umgeht. Ja, genau, immer so schön mit dem Handballen kneten. So, Teig ist jetzt fertig geknetet. Jetzt wieder in die Schüssel zurück. Jetzt decken wir den ab und lassen den 1-2 Stündchen ruhen. In der Zeit bereiten wir dann die, ja, nicht Füllung, sondern das, was dann später auf die türkische Pizza raufkommt. Das zeigen wir dann gleich.
In der Zwischenzeit machen wir ein paar Waffeln für die Kinder. Das essen wir, oh Gott, wir machen das aktuell fast jeden Tag, aber das schmeckt so lecker und es geht voll schnell. Ich habe extra, da gab es die Amazon Prime Tage, da habe ich mir endlich dieses Waffeleisen gekauft, da war das nämlich reduziert und das ist wirklich mega. Das kann ich euch empfehlen. Also falls ihr ein gutes Waffeleisen sucht, dann gerne ja, das hier. Den Link zu meinem Amazon-Shop, den findet ihr auch immer in der Infobox. Ich finde das so mega. Das geht vor allem so schnell und das sind halt 2 Waffeln. Und so mit einer Waffel ist man auch schon gut satt. Deswegen ist das für uns ganz praktisch, weil wir so wirklich super schnell die Waffeln hinkriegen. Eigentlich wollte ich so ein Doppeleisen für diese dünnen Waffeln kaufen, aber ich finde die dicken besser. Wir haben jetzt auch in dem Buch von dem Waffeleisen waren Rezepte drin. Wir machen die ganze Zeit die normalen Waffeln. Also nicht belgische Waffeln, man kann ja auch die belgischen Waffeln machen. Und das sind so aber ein Rezept für normale Waffeln und das finde ich ganz gut, weil bei den belgischen, da ist so krass viel Butter drin. Habe ich gesagt, nee, mach die normalen Waffeln, die schmecken so lecker. Und das Coole ist, wenn man das ja so umdreht, verteilt sich halt der Teig halt überall sehr gut. Und guck mal, wow, es geht so schnell und die sehen so gut aus. Die sind so mega. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ich werde auf jeden Fall aber auch noch ein paar Rezepte mit gesünderen Waffeln ausprobieren. Also man kann auf jeden Fall auch leckere Vollkornwaffeln machen, zum Beispiel mit dem Emma-Vollkorn, soll wohl sehr gut schmecken. Oder zum Beispiel auch so Proteinwaffeln, wo Quark reinkommt und Banane. Also da gibt es echt viele Rezepte, da will ich mich echt durchtesten. Oder auch so Käsewaffeln. Oder auch so herzhafte Waffeln. Also da kann man jetzt viel machen und dadurch, dass es so super schnell geht, sind die mega. Also, falls ihr noch ein Waffeleisen braucht, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir oder uns. So, jetzt machen wir mal eine leckere Waffel mit einer, was habe ich hier? Eine Apfel, Moment, was habe ich denn hier? Apfel, Zimt, Erdnuss, Butter. Da könnt ihr jetzt so Toppings machen. Und das Coole ist, ihr kennt ja bestimmt so Wonderwaffel und all diese Läden. Da ist ja so eine Waffel, kostet was? Wie viel? Jetzt überleg mal, ich gehe da mit meinen 10 Kindern, wollte ich sagen. Wir gehen da zu 10 Waffeln essen. Wie teuer das ist, ne? Was kostet so eine Waffel immer? 5 Euro oder so, ne? Ja, besser wäre es, wenn man die so ein bisschen im Wasserbad jetzt erwärmt, die Creme. Dann könnte man das so ein bisschen besser verteilen alles. Dimme. Bune. Wer mag ein bisschen Banane? Und wer noch ganz fancy ist, ein bisschen Karamellsoße. Oh, reicht nicht so viel. Ja, das reicht. Und als Topping haben wir noch ein paar Kakaonips. Nee, ich will keinen Kokosraspel. Naja, gut, okay. So. Und habt ihr eure leckere Waffel für zu Hause. Aber ich werde auf jeden Fall noch leckere Rezepte ausprobieren und eine gesündere Variante. Das ist jetzt so die normale Variante. Aber die kann man auch auf jeden Fall gesund machen. Es geht jetzt weiter mit den Lahmacun. Der Teig hat jetzt geruht. Wir legen jetzt los mit der Füllung. Ich weiß nicht, was es ein anderes Wort dafür gibt. Auf jeden Fall auch hier wieder ganz simpel. Ich kenne andere Rezepte, wo Tomaten reinkommen, rote Paprika reinkommen, Knoblauch und noch viele andere Sachen. Aber wie gesagt, hier geht es ja darum, es ist klassisch, wie die Schwiegermama das macht. Und da kommt eben nicht so viel rein. Und zwar Hauptzutat, wichtig, Zwiebeln. Weiße Zwiebeln kommen rein. Dann diese türkischen Spitzpaprikas, die bekommt ihr halt eben im türkischen Supermarkt. Die sehen so aus, die sind jetzt mild, das sind jetzt keine scharfen. Dann Petersilie, davon nehmen wir jetzt nur die Blätter ohne Stängel. Olivenöl, Pfeffer, Salz und Tomatenmark, beziehungsweise ich habe halt immer dieses Gemischte, also das ist jetzt Tomatenmark, Paprikamark und scharfes Paprikamark. Genau, das gibt dann auch noch mal so ein bisschen die Schärfe. Und noch ein bisschen Paprikapulver. Belag, danke schön. Da hat jemand im Hintergrund für uns gegoogelt. Den Belag für die Lahmacun. Ja, stimmt, seht ihr? Das Wort ist mir nicht eingefallen. Also, und ein bisschen mildes Paprikapulver. Das war's. Also, wir schnippeln jetzt die Zwiebeln klein. Gesagt, viele machen das auch im Mixer. Man könnte das auch ganz in Thermomix werfen. Das würde auch klein haken. Aber sie sagt, nein, wir schneiden das alles ganz klein. Also, das machen wir.
Das Hackfleisch taut gerade noch drüben auf, deswegen habe ich es jetzt nicht gezeigt. Das ist natürlich, ich sage ja so, das ist jetzt der Belag damit, das Hackfleisch. Das kommt natürlich auch dazu. Ich habe jetzt ganz normales Rindfleisch, also reines 100% Rindfleisch, leicht fettiges. Ne? Manche vermischen auch noch mit Lamm und so weiter, aber wir haben jetzt das. In der Schüssel haben wir jetzt das Hackfleisch, die Zwiebeln, ganz fein gehackten, die Peperonis und die Petersilie. Jetzt fange ich an, ein bisschen das zu verrühren. Sen söyle anne ne kadar? Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Döküyorum. Yeter, sonra da şey ederse koyalım. Okay. Şöyle. Koy, koy, Şöyle. koy. Yeter. Öyle. Okay. Tuz. 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 Ne kadar? Çok olmaz. Şey hamurunda da var işte. Buranın tuzunu şeyini bilmiyorum ben. Tamam böyle bence. Böyle iyi. Pfeffer. Az koy. Ha o da yeter. Şöyle. Koy koy. Böyle. Koy bir daha. Bir daha. Acısı var mı? Acı da var. Biraz da acıdan koy. Salça da acı. Öyle mi? Hı. Bilmiyorum o zaman. Benim salça o şey biraz acı. Jetzt, oh, keine Handschuhe mehr. Lecker. Ja, ich ziehe immer gerne meine Gummihandschuhe dafür an, aber gut, wir machen heute alles traditionell. Früher gab es auch keine Gummihandschuhe. Yeter. So, sie sagt, ein bisschen Wasser soll mit dazu, weil das soll ja so schön, wie sagt man, die Konsistenz? Klebrig. Ja, so klebrig, so, weil das muss ja dann später schön einfach auf den Teig verstrichen werden. Deswegen soll es so ein bisschen, soll es nicht trocken sein, sondern schön saftig. Ja, das ist das Wort. Mutti hat recht, sagt, nimm 2 Hände. 2 Hände ist wirklich besser. Bak maydanoz doğru bir yerde dağıt onu. Also, so lerne ich am besten. Ich habe ja auch, wer es nicht weiß, 2 Jahre mit meinen Schwiegereltern zusammen gewohnt. Da habe ich immer meiner Schwiegermama über die Schulter geguckt, beziehungsweise natürlich mit ihr mitgekocht. Aber so habe ich eben vieles gelernt. Und das ist immer das Beste. Und so, wenn man mir einmal zeigt, so, ich brauche mir das nicht aufzuschreiben, so, ich habe es einmal gesehen und dann weiß ich, wie es das nächste Mal geht. So lernt man ja am besten. Ne? So, also ihr seht, es ist jetzt so schön, so eine schöne Farce, würde ich sagen. Schön so feucht, so cremig, würde ich es nennen. Und jetzt geht es weiter an den Teig. Büyük bıçak mı? Hamur kesin. So, also, Schwiegermama portioniert jetzt den Teig. Kapatayım mı? Kurumasın diye. Ver o şey. So, wir haben jetzt einen Teil des Teigs genommen. Den anderen decken wir erstmal ab, damit das nicht alles austrocknet. So, şimdilik yuvarlak mı yapayım? Evet. Schön, aber man braucht hier jetzt erstmal kein Mehl. Mehl brauchen wir dann, wenn wir den ausrollen. Şöyle. Machen das Ganze erstmal zu Kugeln. So. Şöyle burada mı koyayım? Koy nereye koyarsan. Hı, tamam. Şimdi lahmacun hemen hazır olacak. Çorba. Yanına çorba da mı yapsak? Ben bilmem. Bunlar mı? Nereden? Bakacak hanginin iyi olsun. Bir de ondan oklavayla biraz daha kalın olanı da var. O galiba aşağıya götürdüm. Jetzt haben wir hier das ausgeräumt. Meryem, ich habe irgendwo im Keller noch einen so ein Oklava in dicker. Vielleicht in so einer Schublade oder so. Bir yere koydum. Das wären auch übrigens so kleine Lahmacuns. Also dafür ist auch meine Schwiegermama bekannt. Das mag halt jeder, dass sie auch eben die Lahmacuns so schön klein macht. Jetzt nehmen wir uns immer einen Klecks von der Füllung und verstreichen. Çok mu koydum? Bir kaşık böyle. Çok muydu? Çok değil, çok değil. Bütün her tarafına Her tarafı bis şey sona kadar, değil mi? He. Hiç boş. Sen bir bak bakayım nasıl? Sür. Hiç şey yeri kalmaz. Ganz dünn und da bleibt, soll also wirklich bis zum Ende. Das ist jetzt keine Pizza oder so, wo dann Rand bleiben soll, sondern wirklich bis zum Ende
überall ganz dünn verstreichen. Evet, şöyle. Bak böyle iyi mi? İyi iyi. Demek bir kaşık iyi, değil mi? İyi. Tamam, şuraya böyle. Tabii hamuruna göre de şey edeceğiz. Ja. Hier haben wir jetzt den Satchofen. Also ist einfach so eine bisschen gerundete Platte. Auf die kommt der Lahmacun. Wir haben jetzt, müssen erstmal schauen, ne? Jedes Gerät ist ja so ein bisschen anders. Das hier geht bis auf 265 Grad. Wir haben jetzt einmal auf 200 Grad gemacht. Müssen wir mal gucken. Und das wird halt nur von einer Seite gebacken. Ihr könnt aber natürlich das Ganze auch im Ofen machen. Am besten, wenn ihr so einen Pizzastein habt oder so. Dadurch, dass es so hauchdünn ist, sieht man auch direkt, dass das Hackfleisch auch garen tut. So, Schwiegermama sagt, so ein bisschen mit Alufolie abdecken. İyi baksana. He? Altına baktın mı? Bakayım şimdi hemen. He, iyi, biraz daha durabilir. Bak. Biraz daha dursun. Tamam. Hı. Nein, Tofu. Ya. Gördün mü? Öğrendim annenden. Bir dahaki sefer yapacağım sana lahmacun. Gebertirim seni. Lahmacunları. Sarsı da aldın nasıl olsa. Kim o? Renktaşı. Ahmet. Ben kimin çantası? Guten Morgen, nicht erschrecken. Ich habe gerade eine kleine Gesichtsmaske drauf gemacht. Ich hatte jetzt hier einfach, ich benutze sowas so selten, aber ich dachte, komm, ich hatte mir bei TK Maxx so eine von was ist das, Dr. Jart Soothing Hydra Solution, habe ich mir mal drauf gemacht. Manchmal einfach so fürs Feeling. Ihr wisst ja, ich sage ja immer, für mich ist Skincare Self-Care. Ich brauche das immer. Ich liebe ja eben meine Hautpflege und deswegen hatte ich jetzt eine Gesichtsmaske drauf. Auf jeden Fall wollte ich euch noch zu gestern sagen, ne, die Lahmacun, das wurde danach so hektisch, oh, einziehen lassen, das wurde nämlich gestern dann so richtig hektisch, weil wir waren dann 16 Personen und dann noch schnell Suppe machen und die Beilagen machen und so weiter und dann war richtig Ramazamba und eigentlich wollte ich ja den Teig auch dann ausrollen, aber meine Schwiegermama hat die ganze Zeit gemacht und dann habe ich nebenbei noch Suppe und so weiter und alles all die anderen Dinge gemacht. Von meiner Schwägerin, die Tochter, die hat mitgeholfen, Medium natürlich, jeder hat mit angepackt, aber ja, wer eine Großfamilie hat, der kennt so die Hektik, wenn es dann so losgeht und es ans Essen geht, dann geht's los. Aber ich habe dann schnell noch einen Teig, habe ich gesagt, Mensch, Schwiegermama, zeig mir, dass ich hinkriege, den Teig auszurollen und es war wirklich super einfach. Also der Teig war sehr, sehr gut, der ließ sich super schön ausrollen. Das hat also wirklich sehr, sehr gut geklappt und deswegen ja, hatte ich einen gemacht und ist mir auch sehr gut gelungen, den schön rund und dünn auszurollen. Wir haben aber auf jeden Fall viel zu viel Belag gemacht, also das war echt viel zu viel. Habe ich nochmal weggepackt und nochmal eingefroren. Das heißt, demnächst mache ich nochmal schnell ein bisschen Teig und kann dann den Belag nochmal benutzen, weil das war wirklich sehr, sehr viel. Mein Gesicht hatte ich schon gereinigt, da habe ich das Reinigungsgel von Formal Skin benutzt. Ich habe nämlich heute auch wieder einen schönen 50% Rabattcode für die Formal Skin Produkte, falls ihr das noch nicht so mitbekommen habt, meine Skin
Skincare-Routine. Zu der gehört nämlich schon seit fast 3 Jahren Formel Skin. Also ich bin wirklich mit den Produkten sehr, sehr zufrieden, denn Formel Skin ist eine medizinische Hautpflege. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele, denn dazu habe ich auch gehört, nicht genau wissen, welche Wirkstoffe denn für meine Haut geeignet ist. Denn jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Bei mir ist es zum Beispiel immer gewesen, ein bisschen die Pigmentbekämpfung und natürlich Anti-Aging. Ich werde ja im Dezember 40. Ne? Man möchte ja, so gut es geht, vermeiden, viele Falten zu bekommen. Aber Formel Skin ist eben für jeden geeignet, sei es für Akne, Unreinheiten, erste Fältchen, Hyperpigmentierung oder Rosacea. Denn das Besondere an Formel Skin ist, es sind Hautärzte, die sich eure Haut anschauen und das Ganze von zu Hause aus und entscheiden somit die medizinische Formel, die dann in der Apotheke angemischt wird und dann ganz einfach zu euch nach Hause kommt. Das Set besteht aus 3 Teilen, einmal dem Reiniger, eurer persönlichen medizinischen Formel und einer Creme. Ihr füllt ganz einfach ein Online-Formular aus, indem ihr die Fragen dort beantwortet über eure Haut. Dann sendet ihr Bilder von eurem Gesicht zu und Hautärzte analysieren anhand dessen eure medizinische Formel. Das Tolle ist, monatlich macht ihr ein Check-in, das heißt, ihr sendet wieder Fotos von eurer Haut zu und es wird geschaut, was hat sich getan, was hat sich verändert, muss eure Formel eventuell wieder angepasst werden. Gibt dem Ganzen auch mindestens 8 Wochen Zeit, denn so lange braucht die Haut, um sich an die neuen Wirkstoffe zu gewöhnen und dass ihr überhaupt was merkt. Also es könnte sogar sein, dass erstmal eure Haut sich verschlechtert, bevor sie besser wird. Deswegen nutzt sehr, sehr gerne das Angebot mit den 50% auf den ersten und den zweiten Monat. Das heißt, sozusagen habt ihr einen Monat gratis. So sieht meine Formel aus. Die benutze ich abends. Da wir jetzt morgens haben, werde ich jetzt nur noch meine Tagescreme bzw. Tages- und Nachtcreme auftragen. Auch die, da könnt ihr auch auswählen, ob ihr eher die leichtere oder die reichhaltige Pflege wollt. Ich habe mir die reichhaltige genommen. Auch eine Augencreme oder so. Ich habe früher immer Augencremes benutzt, mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ihr könnt eine ganz normale Creme auch unter den Augen auftragen. Fast 3 Jahre wären es jetzt, dass ich Formel Skin benutze und obwohl ich wirklich auch sehr, sehr viele Produkte gerne benutze und teste. Oh, da ist mein Licht ausgegangen. Ja, und obwohl ich sehr, sehr viele Produkte sehr gerne benutze und teste, ist Formel Skin wirklich die einzige, die bei mir so lange in meiner Pflegeroutine geblieben ist, einfach, weil ich damit sehr, sehr zufrieden bin und auch wirklich da die Fortschritte an meiner Haut sehe. Schaut sehr gerne in die Infobox und im angepinnten Kommentar, da habe ich euch den Link von Formel Skin reingesetzt. Nutzt sehr, sehr gerne das Angebot mit den 50% und testet Formel Skin. Ihr könnt das jederzeit kündigen, das ist gar kein Problem, aber es lohnt sich, da eure Haut einmal analysieren zu lassen und die Produkte zu testen. Und ich bin jetzt ready für den Tag. Es ist Samstag, es ist soweit, heute steht die Hochzeit an, wir haben uns gerade alle fertig gemacht. Ich habe eigentlich jetzt doch wieder mich umentschieden und doch komplett was anderes angezogen. Eigentlich hatte ich ein anderes Kleid geplant, wollte ich euch auch zeigen. Aber jetzt bin ich zu faul, mich nochmal umzuziehen. Ja, glaubt mir, wenn ihr in ein bestimmtes Alter kommt, dann ist euch weniger das Aussehen wichtig als die Bequemlichkeit. Ich weiß nicht, ich muss mich einfach wohlfühlen und bequem sein und deswegen, ja. Wir zeigen euch gleich nochmal draußen unsere Outfits, werdet ihr dann sehen, aber gleich geht's los. Wir fahren jetzt erstmal zu meinem Schwager. Dort holen wir eben seinen Sohn ab und von da wird dann die Braut abgeholt und dann geht's dann zum Saal. So, das ist die liebe Rana. Sie hat ein grünes Kleid. So, das ist die liebe Esma. Sie hat ein lilanes Kleid an. Sehr schön. Wie guckst du? Like a model. Das ist mein Outfit. Wow. Cute. Jetzt dein Outfit, Mariam, noch. Sehr süß. Ja, das ist die Zehra. Sehr süß. Süß. Sogar zweimal. Bei Killer hat sie es auch mit. Wow, schön. Aber das habe ich hier ein Bild gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach die genommen. Ah, wie passt das? Ach, die sind ein bisschen klein, aber es ist okay. Das sieht auch besser aus. So, hier haben wir die Zeynep in Hier ist die Zeynep. Royal Blue. Ja, sehr süß. Okay. Süß. Sieht so. Oh, Hugo Boss Model. Wow. Oh, Oh. Wow. Ja. Wow.
Der arme Papa. Komm mal. Okay, Okay, halt. sehr schön. Je me souviens de mes sacrés et me t'emballe chez moi quand tout brûle. Instagram